Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt's von mir ein Video zu dieser Kamera hier, und zwar meinem, ich nenne es mal Langzeit-Review zur Panasonic Lumix S1R Mark II. Die zweite Version von der S1R, die kann ja schon ganz ordentlich was, und ich hatte die Möglichkeit, das Ganze jetzt im letzten halben Jahr ausgiebig zu testen. Ich habe die Kamera eigentlich überall dabei, also die war mit im Urlaub dabei, die war beim GFL-Football mit dabei, als ich das Ganze mit dem Sigma 300-600 testen konnte, und auch auf Mallorca bei heißeren Temperaturen und so. Ich habe damit Fotoshootings gemacht, ich habe damit auch eine Hochzeit fotografiert, und ich möchte euch jetzt heute einfach mal mitteilen meine Erfahrungen, und zwar die positiven wie auch die negativen zur Kamera. Also ich möchte einfach mal durch alle Elemente der Kamera durchgehen und euch da eben meine Erfahrungen erzählen. Ich habe mir hier einen Aufschrieb gemacht, deswegen steht hier mein MacBook. Ich habe mir das Ganze immer wieder notiert, wenn ich die genutzt habe, wenn ich unterwegs war, wenn ich fotografiert habe. Wenn mir was positiv oder negativ aufgefallen ist, dann habe ich mir das Ganze hier notiert, und das möchte ich euch jetzt einfach mal so, ich möchte einfach mal mit euch gemeinsam durchgehen. Das Herzstück von der Kamera ist natürlich der 44-Megapixel-Sensor, Vollformat-Sensor. Es ist kein Stacked-Sensor, es ist auch kein Teil-Stacked-Sensor. Dafür bekommt ihr mit dem Sensor eine hervorragende Bildqualität. Also ihr habt da wirklich eine sehr gute Dynamik im Bild. Ihr habt ja 44 Megapixel im normalen Modus, ihr habt 177 Megapixel im handgehaltenen High-Res-Modus. Also das ist ziemlich einzigartig, glaube ich. Ich glaube, da gibt es keine andere Kamera, die das so hinbekommt. Und ihr habt trotzdem auch eine Geschwindigkeit. Also die Kamera kann bis zu 40 Bilder pro Sekunde aufnehmen. Das Ganze dann aber nur noch in 12-Bit Farbtiefe, im RAW-Format 12-Bit Farbtiefe. Wenn ihr 14-Bit haben wollt, also wirklich die volle Farbtiefe, wenn ihr da groß nachbearbeiten wollt, dann seid ihr da auf nicht ganz 10 FPS begrenzt, was aber für die meisten Fälle auch ausreichen dürfte. Ich schaue mal, was ich mir noch hier aufgeschrieben habe. Ja, eine tolle Farbwiedergabe ist wirklich so, dass die Kamera, ihr könnt damit theoretisch auch JPEGs von der Kamera runternehmen, die schon wirklich sehr gut aussehen. Bei der RAW-Bearbeitung, wenn ihr da eine tolle Farbwiedergabe habt, macht es das Ganze natürlich auch so ein bisschen einfacher, und das macht hier schon sehr viel Spaß. Ihr habt trotz hoher Megapixelzahl auch ein wirklich gutes Lowlight-Verhalten, also ihr könnt da auch bei höheren ISOs die Bilder immer noch voll nutzen. Wir haben hier eine Hybridkamera, das heißt, die ist auch wirklich gut für Video geeignet, und wenn es eine Kamera gibt, die sehr gut für Video geeignet ist, dann gehört die hier bei Lumix natürlich auf jeden Fall mit dazu, denn sie schafft zum Beispiel 8,1K Open Gate. Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal, da wüsste ich jetzt keine andere Kamera auf dem Markt, DSLM-mäßig, die 8,1K Open Gate aufnehmen kann. Ihr habt auch noch einen 6,4K Open Gate. Es funktioniert natürlich auch alles super. 5,9K mit 60 Bildern und 4K mit 120 Bildern. Da seid ihr im Videobereich einfach, da werden euch fast keine Grenzen gesetzt, was das betrifft. Ihr habt ProRes RAW HQ, was ihr aufnehmen könnt intern. Ihr müsst also nichts extern anschließen, was natürlich auch sehr viel Spaß macht. Und ihr könnt das Ganze auch über USB-C auf einer SSD direkt aufnehmen. Das heißt, ihr könnt einfach über eine SSD mit viel mehr Speicher arbeiten und braucht dann nicht unbedingt die größten Speicherkarten. Ich habe da Angelbird Speicherkarten benutzt, 512 GB CF Express Type B waren das bei mir. Mit denen bin ich wirklich sehr zufrieden, und da hat die ganze Aufnahme natürlich auch sehr gut funktioniert, weil man will natürlich auch nicht immer eine SSD irgendwie an der Kamera dranhängen haben. Natürlich habt ihr in der Kamera auch V-Log, und der kommt hier mit einem erweiterten Dynamikumfang mit bis zu 14 Stops, glaube ich, 14 Blendenstufen, was ihr da haben könnt, und ihr habt Arilog C3. Das ist ja vielleicht nicht für jeden interessant, deswegen ist es auch eine kaufbare Option, aber es ist natürlich toll, dass es die Möglichkeit hier gibt, weil mit dem Arilog bekommt ihr da wirklich ein Profil, was schon sehr viel Spaß macht, damit zu arbeiten. Ansonsten im Videobereich False Color, Waveform und so weiter, da bietet euch die Kamera einfach alles, um hier auch wirklich richtig belichten zu können. Und ihr habt die Lumix Flow App, das heißt, ihr könnt auf eurem Smartphone die Lumix Flow App starten und entweder über das Kabel oder auch kabellos mit der Kamera verbinden und habt dann einen größeren Bildschirm. Ihr habt euren Smartphone-Bildschirm dann eben als gespiegelten Bildschirm von der Kamera. Da sind also wirklich richtig viele Möglichkeiten gegeben, und
und da macht die Kamera auch richtig sehr viel Spaß. Es gibt aber leider ein Aber und das ist eben die Geschwindigkeit vom Sensor. Ich habe es ja gerade schon erwähnt, es ist kein Stacked-Sensor, es ist auch kein Tile-Stacked-Sensor, es ist ein ganz normaler Sensor und der kommt einfach mit einer ziemlich langsamen Ausleserate, möchte ich es mal nennen. Ihr schafft zwar die 40 FPS, ihr habt aber, wenn ihr den elektronischen Verschluss benutzt und eben auch im Videobereich, schon Probleme mit einem Rolling Shutter. Das seht ihr, wenn ihr am Schwenken seid oder ihr habt irgendwie was eben Rolling Shutter anfällig ist. Da ist die Kamera schon sehr gut dabei, weil der Sensor eben nicht zu den schnellsten gehört. Und das ist hier dann ein kleiner Negativpunkt. Das ist jetzt für so eine Aufnahmesituation wie hier zum Beispiel, spielt es überhaupt gar keine Rolle. Wenn ihr aber ein bisschen mehr Action-Videos aufnehmen wollt oder eben Action-Sport-Fotografie, wo ihr viel am Schwenken seid, dann müsst ihr da einfach sehr vorsichtig sein mit dem Rolling Shutter, dass euch da, ja, die Bilder, die meisten werden es wahrscheinlich nicht mal merken, aber wenn ihr eben darauf achtet, sieht man eben, die Kamera ist Rolling Shutter anfällig. Insoweit ist es aber ansonsten trotzdem ein tolles Paket und ihr bekommt hier den Sensor natürlich richtig toll stabilisiert. Wir haben hier den Lumix Bildstabi drin, ich glaube mit 8 Stops oder sowas. Es ist einfach so, die Lumix Kameras haben mit die beste Bildstabilisation, die ihr in der DSLM bekommen könnt. Ich würde sogar sagen, es ist die beste Bildstabilisation und Lumix hat eben auch diesen E-Cropless Modus, wo das Bild stabilisiert wird, also wie die elektronische Stabilisierung bei anderen Kameras, aber das Bild wird nicht reingekroppt. Da wird der Sensor, der Bereich vom Sensor, der sonst nicht genutzt wird, wird dafür noch benutzt und das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal. Da ist mir auch keine andere Kamera bekannt, die das so kann. Und ihr habt da einfach den Vorteil, dass ihr im Weitwinkel zum Beispiel kein Wobble im Bild habt. Das macht bei der Kamera auch sehr viel Spaß, funktioniert super und auch ansonsten ist die Bildstabilisierung einfach richtig gut. Ihr habt da die Möglichkeit, die so gut einzustellen, dass ihr auch so gut wie gar keinen Gimbal mehr braucht. Also ihr könnt da wirklich aus der Hand stabilisieren, auch während dem Laufen, dass es richtig gut aussieht. Wie gesagt, die Lumix-Kameras gehören eben zu den besten, die das können und auch hier ist es eben nicht anders. Als kleines Beispiel mit dem 24-105 mm mit Blende 4, das könnt ihr mit einer Hand halten, an der Kamera dran, aus einem fahrenden Auto filmen. Ich zeige euch hier vielleicht mal kurz so ein kleines Video davon. Das ist aus der Hand gehalten mit einer Hand und da seht ihr mal, was diese Dual-Stabilisierung so hinbekommt. Das ist einfach wunderbar. Also da kann man schon wirklich sehr gut mitarbeiten. Da gibt es überhaupt gar nichts zu meckern. Kommen wir zum Autofokus. Die Kamera hat mit den besten Autofokus, den ihr in einer Lumix-Kamera bekommen könnt. Ich würde sagen, die S1 II ist durch ihren Teil-Stack-Sensor da noch einen Tick besser vielleicht. Aber hier ist wirklich das drin, was Lumix wahrscheinlich gerade am besten kann, mehr oder weniger. Es ist aber einfach so, zu 95% könnt ihr mit dem Autofokus voll zufrieden sein. Die letzten 5% sind dann eben bei so Sachen Vögel im Flug oder auch so ein bisschen Sportfotografie. Da merkt man einfach noch so ein bisschen den Unterschied zu einer Canon, einer Sony oder auch einer Nikon, dass hier noch ein kleiner Tick fehlt. Das wird vielleicht nach und nach mit der Firmware alles noch verbessert. Aber ich hatte eben das Problem, die Erkennung, die Motiverkennung und so, die ist wirklich sehr, sehr gut. Es werden kleine Motive erkannt, ein kleiner Vogel im Gebüsch und so weiter, gar kein Problem mit der Kamera. Aber sobald es ins Tracking geht, habt ihr da so ein bisschen das Problem, dass die Kamera gerne mal das Motiv verliert während dem Tracken. Also das ist mir gerade beim Football aufgefallen, wenn da dann der Running Back oder sowas den Ball hat und der rennt damit durch eine Menge durch, dann kommt die Kamera da schon so ein bisschen in Bedrängnis und verliert da das Motiv. Manchmal war es aber auch so, dass ich hatte einen Spieler, der hatte gar keine Spieler drumherum und dann hat die Kamera den verfolgt und klar, ihr macht da ja dann auch eine Bildreihenfolge und irgendwann merkt ihr, die Kamera hat den Fokus verloren und das war teilweise so, dass die bis in den Hintergrund dann gesprungen ist und das macht dann natürlich weniger Spaß. Aber wie gesagt, ich sag mal, 95% werden damit überhaupt gar keine Probleme haben. Da wird es schon relativ viel Spaß machen. Auch im Lowlight ist der Autofokus wirklich gut. Also Gruß an Sony, die haben ja ein sehr gutes Tracking, aber sobald es da richtig dunkel wird oder eben dunkler wird, gibt es da ein paar Problemchen. Da habt ihr das hier nicht. Also die haben Probleme bei der Motiverkennung dann irgendwann. Das habt ihr hier, geht es schon deutlich besser. Es ist nur eben auch so, das Tracking ist halt so ein Thema. Und dann kommen wir einfach mal zum Gehäuse selbst der Kamera. Das ist
sehr gut. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, vor allem hier mit dem Klappbildschirm hinten, der lässt sich ja auf alle möglichen Varianten klappen. Und auch der Sucher, 5,76 Millionen Dots, das Display 1,84 Millionen Dots, damit lässt sich richtig toll arbeiten. Also ihr habt da ein schönes Bild, ihr könnt damit auch mal richtig gut manuell fokussieren. Auch da würde ich sagen, gibt es nichts zu meckern. 800 Gramm wiegt der Body, das ist jetzt nicht gerade wenig, aber es ist immer noch so, dass es sehr gut in der Hand liegt. Also auch hier würde ich sagen, das geht voll in Ordnung. Und es ist eben so, dieses Gehäuse, der Body, auch in der S1 II, der hält richtig was aus. Und zwar, auch wenn es mal regnet oder stürmt oder sowas, da dürftet ihr damit hier eigentlich gar kein Problem haben. Die sind richtig gut abgedichtet. Damals die Leute, welche die Kamera ja in Norwegen ausprobieren durften, die hatten da ja das letzte Mistwetter und selbst da gab es überhaupt gar keine Probleme. Ihr habt von -10 bis +40 Grad hier ja, einen Schutz so gesehen und das funktioniert einfach super. Auch hier würde ich sagen, alles super. Ihr habt ein aktives Kühlkonzept, das heißt, der Sensor ist aktiv gekühlt. Ihr habt hier vorne auch so ein bisschen den Einlass oder Auslass von dem Kühler. Hier an der Seite auch. Und da muss ich sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe festgestellt, die Kamera kann eben 8K aufnehmen und sie überhitzt da trotzdem. Und da ist es auch egal, auf welcher Lüfterstufe ihr seid. Ihr könnt das Ganze manuell auf die höchste Stufe stellen. Auch da überhitzt die Kamera. Und das ist wirklich so, bei 8K oder auch beim Open Gate allgemein geht ihr so nach ein bisschen über 30 Minuten die Luft aus. Und das ist schon was, wo ich dann sage, nicht jeder braucht es, aber ich mache es eben gern. Ich nehme meine Videos eigentlich in OpenGate auf und wenn ich dann eben ein Video habe, wo ich mal ein ganzes Video aufnehme, so wie dieses Video jetzt hier, dann kann das auch gut sein, dass das mal weit über 30 Minuten geht. Und da hat die Kamera eben ein Problem damit. Und ich weiß nicht, woran das unbedingt liegt. Ich gehe davon aus, der Sensor wird einfach relativ warm, wenn der so aufnehmen muss, weil eine S1 II hat das Problem nicht. Und das ist ja genau dasselbe Gehäuse mit demselben Sensorkonzept, also Kühlkonzept. Deswegen ist es hier dann natürlich so ein bisschen komisch, weil es gibt eben auch andere Hersteller, eine Nikon Z8, die macht euch 8K sehr viel länger, die macht 8K 60, was die Kamera hier nicht packt und die Nikon überhitzt nicht so schnell wie die hier und die ist nicht mal aktiv gekühlt. Also da gibt es schon so ein bisschen einen Unterschied. Ich weiß nicht genau, ob der Sensor hier eben, ja, so viel Hitze produziert, dass es da eben zu diesem Overheating kommt. Und das Problem habe auch nicht nur ich, das Problem haben sehr viele Menschen, die die Kamera zum Filmen verwenden. Also das Internet ist voll davon. Das ist jetzt nicht unbedingt was euch davon abhalten sollte, die Kamera zu kaufen, wenn ihr nicht gerade dabei seid, sehr viel filmen zu wollen. Also wenn ihr das auf einer Hochzeit für die komplette Begleitung von der Trauung oder so nutzen wollt, dann müsst ihr da schon wirklich sehr aufpassen, weil die überhitzt, die schaltet dann ab und dann dauert es auch ein gutes Stück, bis ihr die wieder nutzen könnt. Das ist halt so ein Punkt, sollte man auf jeden Fall mal gesagt haben. Ansonsten die Bedienung, Bedienungselemente, ihr habt für alles Knöpfe, ihr seht hier White Balance, ISO und so weiter, ihr habt hier hinten genug Knöpfe. Bedienungskonzept der Kamera wirklich 1A. Was mir aufgefallen ist, ihr habt hier vorne auch einen Rack-Button, also der rote Aufnahmeknopf für Videos, der ist auch hier vorne. Das erste, was ich gemacht habe, war diesen Knopf deaktivieren, weil mir ist es so oft passiert, dass ich beim Filmen oder so irgendwie dran gekommen bin, beziehungsweise nicht beim Filmen, sondern beim Fotografieren und die Kamera eine Videoaufnahme gestartet hat. Und deswegen, ich habe den Punkt deaktiviert. Komischerweise ab und an hat die Kamera trotzdem hier ausgelöst. Also ich kann euch nicht genau sagen, woran das liegt, denn er war deaktiviert. Ich habe das im Forum mal nachgelesen, da war jemand, der hatte auch das Problem. Also irgendwie scheint diese Deaktivierung manchmal also wird umgangen oder ich kann es nicht genau sagen, woran das liegt. Ich habe es nur einfach festgestellt. Wird vielleicht auch mal noch mit der Firmware oder so geändert. War halt irgendwie komisch. Ansonsten Bedienungskonzept wirklich 1A. Alles lässt sich anpassen. Ihr könnt wirklich alles 1A mit den einzelnen Knöpfen bedienen. Müsst dann nicht weit ins Menü gehen oder so. Da hat auch Panasonic hier wirklich sehr viel richtig gemacht. Und dann kommen wir noch zur Akkulaufzeit und auch da habe ich gemerkt, der Sensor, der scheint doch ganz schön Akku zu fressen. Also gerade die S1R2 hat da ein gutes Stück weniger Aufnahmen gepackt als jetzt die S1 II. Das heißt, der Sensor, der wird wirklich irgendwie groß Strom fressen und wenn man es eben vergleicht, ich habe ja eben auch Kameras, Sony, Canon, Nikon und so weiter, da ist die hier schon wirklich ganz vorne mit dabei mit akkufressender Akkulaufzeit. Also
akkufressende Akkulaufzeit. Die Kamera packt einfach nicht so viele Shots wie jetzt die anderen Kameras. Da war es auch wirklich so, ich habe damit eine Trauung im Standesamt fotografiert und es ist ja jetzt nicht wirklich unbedingt viel Zeit, wo ihr da ja, zum Fotografieren verbringt. Ihr seid mit Vorbereitung und danach, wenn sich die Leute alle treffen und so, vielleicht bei 1,5, 2 Stunden. Und da habe ich den Akku leer gekriegt. Und es war jetzt nicht so, dass ich da zehntausende Bilder damit gemacht habe. Also ich habe natürlich Ersatzakkus dabei, auch von der S9 und so. Das ist ja gut, dass hier die Akkus alles dieselben sind. Die könnt ihr dann verwenden. Ich habe nur einfach gemerkt, die Akkulaufzeit ist im Fotomodus nicht unbedingt so der Hammer. Im Videomodus eigentlich genau umgedreht. Im Videomodus war ich sehr zufrieden mit der Akkulaufzeit. Ich habe natürlich dann im Videomodus 4K aufgenommen, bei 8K, 6K, OpenGate und so weiter. Wie gesagt, überhitzt da ja, aber da konnte ich jetzt eine sehr gute Akkulaufzeit feststellen. Also da ist auch so ein bisschen das, fotografiert ihr oder filmt ihr. Man hat aber so gesehen immer ein paar Akkus dabei und die kosten jetzt auch nicht die Welt. Deswegen wäre das für mich jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen würde, kauft euch die Kamera nicht wegen der Akkulaufzeit oder so. Also soweit bin ich eigentlich mit dem Paket komplett zufrieden. Und was man auch wirklich sagen muss, ist eben die Update-Politik von Panasonic Lumix. Da kamen jetzt schon so viele Updates für die Kamera raus, wie eben dieses 8,1K OpenGate, das gab es am Anfang nicht. Sowas macht da einfach Spaß und ich sehe es auch an meinen anderen Kameras, die S5 IIX und so weiter, die bekommen immer noch regelmäßige Updates und das ist für mich zum Beispiel auch ein Punkt, der wirklich sehr wichtig ist. Weil man will ja ein bisschen was von seiner Kamera haben. Klar, es gibt Leute, die sagen, ich kaufe die Kamera mit dem Stand, wie sie gerade rausgekommen ist. Ich brauche da jetzt nicht mehr, aber Leute, es ist doch schön, wenn man da immer ein Update noch dazu kriegt und vielleicht neue Funktionen da ja mit reinkommen in das Paket, weil das heißt ja auch, dass dem Hersteller auch wirklich was an den Usern liegt, die das Ding eben auch länger verwenden wollen. Deswegen, auch hier kann man wirklich sagen, da bin ich sehr zufrieden. Und dann gibt es eigentlich nur noch eine Sache zu sagen und das ist der Preis. Und da ist es eben so ein Thema. Die Kamera kam raus, ich glaube 3.700 € oder irgendwie sowas. Die ist jetzt schon ein bisschen gesunken. Wir sind hier jetzt gerade irgendwo bei 3.400. Das geht schon so ein bisschen in die richtige Richtung, weil wenn man mal auf den Markt so guckt, dann sieht man, eine Nikon Z8, die ist im Preis schon so gefallen, dass ihr da in diesen Preisbereich dieser Kamera kommt. Und da müsst ihr dann wirklich überlegen, ihr bekommt in der Z8 einen Stacked-Sensor, 45 Megapixel. Der Sensor ist, würde ich mal sagen, schon alles schneller und besser ohne Rolling Shutter und so weiter. Ihr habt nur eben dieses Video-Gesamtpaket hier in der Kamera. Das heißt, ihr müsst dann wirklich gucken, seid ihr vielleicht so ein Hybrid-Shooter, der wirklich Bilder macht und eben auch sehr viel Video. Vor allem der Bildstabi hier, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Welt, egal ob ihr da jetzt mit Sony, Nikon, Canon vergleicht. Das hier ist wirklich State of the Art, was ihr da nehmen könnt. Und deswegen gerade im Videobereich ist das hier natürlich was, da würde ich nicht lang rum überlegen. Da müsst ihr dann vielleicht überlegen, reichen euch die 24 Megapixel von der S1 II mit dem Teil-Stacked-Sensor, dass ihr 6K aufnehmen könnt, dann auch ohne Überhitzungsprobleme. Ansonsten habt ihr hier natürlich was, gerade bei Fotoshootings oder so, auch mit dem Schwarz-Weiß-Profil, dem Leica-Schwarz-Weiß-Profil, was hier drin ist, da macht es einfach richtig Spaß, mit dieser Kamera zu arbeiten. Und ja, das war jetzt auch so ein bisschen mal mein Video zu der Kamera. Ich hoffe, das hat euch so gefallen. Es war vielleicht für ein paar hilfreich, die überlegen, sich diese Kamera zu holen, dass ihr einfach die positiven Dinge, aber eben auch mal die negativen Dinge hört von Langzeiterfahrungen. Und das ist ja meiner Meinung nach gar nicht so uninteressant. Wenn ihr da Fragen oder Anregungen dazu habt, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare. Das interessiert mich. Was denkt ihr so zu dieser Kamera? Was sagt ihr da dazu? Seid ihr User von der Kamera? Seid ihr zufrieden damit? Schreibt es einfach mal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn es so war, lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.